Ja, liebe Freunde, einen schönen guten Morgen. Heute hier in einem echten BMW M1. Das ist praktisch der Urgroßvater der BMW Motorsport GmbH. Das ist dieses M gewesen. Damals praktisch als Rennwagen konzipiert. Haben wir heute wieder so einen Wagen in Orange hier. Ein ganz tolles Auto. Wir haben ihn verkauft vor circa 3 Jahren. Und was das genau ist und hintergrund, das zeige ich euch jetzt alles. Ja, BMW M1, was bedeutet das eigentlich? Ein BMW M1 ist gebaut worden von 1978 bis 1981, also nur 3 Jahre. Und das war damals eigentlich ein Desaster für BMW. Das Auto war viel zu teuer. Das war damals der teuerste Sportwagen in Deutschland. Gekostet hat er seinerzeit 113.000 Mark, hat aber noch andere wirkliche Highlights bringen können. Es war das schnellste Auto, er ist fast 270 Stundenkilometer schnell gewesen. Er hat ja diesen 6-Zylinder M-Motor vom BMW 635 gehabt seinerzeit. Die haben vom Werk auch die ganzen Details damals verwendet von der 6er-Reihe. Das könnt ihr hinten sehen an diesen Rücklichtern. Wer den 6er BMW noch kennt, der weiß, das sind die Rücklichter vom 6er, hat die entsprechende Doppelauspuffanlage und war also eigentlich als Rennfahrzeug, ist ja gefahren Le Mans so ein Wagen. Da haben die dann mit Turboauflader gehabt, 1000 PS. Die Autos sind heute auch entsprechend teuer und das hat sich umgewandelt praktisch. Sind also von dem Auto nur 493 Stück gebaut worden. War ein Riesenaufwand seinerzeit, den Wagen überhaupt zu produzieren. Und das hat man dann nachher, also von den 113.000 Mark haben sie es runtergesetzt auf 90.000. Und 1981 war dann schon Ende. Das heißt, und jetzt wird es spannend, es gibt ja von dem Auto keine 500 Stück und das bedeutet, rein wirtschaftlich ist das ein ganz, ganz spannendes Fahrzeug. Es gibt nicht viele, viele sind zusammengefahren worden. Also ich schätze mal, es gibt heute vielleicht noch 350 Stück und das ist wirklich was für eine Sammlung. Und dann gehört noch dazu, dass der Wagen wirklich in einem guten Zustand sein muss und eine lückenlose Historie braucht. Bei unserem Auto ist das Spannende, er hat die Besitzer alle dokumentiert, er hat Matching Numbers, er hat Matching Colors. Der Wagen ist also so ausgeliefert worden, es ist ein deutsches Auto. Und ja, zur Karosserie mal gesagt, er ist sehr, sehr flach. Er ist nur 1,12 Meter hoch, das könnt ihr, glaube ich, sehen. Man hat hier vorne die seltenen Klappscheinwerfer. Wegen US-Vorschriften ging das gar nicht anders. Die gehen hoch und runter, das zeigen wir euch nachher mal. Ja, und unser Modell ist in einem tollen Zustand. Also deutscher Wagen hat original 23.000 Kilometer. Und ich zeige euch jetzt mal, das gesamte Interieur ist völlig original und in einem wirklich guten Zustand. Also ich habe den Wagen vor einigen Jahren verkauft. Der Eigentümer hat keinen Verlust gemacht, kann ich euch sagen. Und die Preise bei den Autos gehen weiterhin so. Im Moment ist so die breite Masse Autos so verharrt, so ein bisschen, sagen wir mal, also wertmäßig. Und die richtigen Autos mit Alleinstellungsmerkmalen, mit ganz geringer Bauzeit, Stückzahl, da sind ja hier 453 Fahrzeuge gebaut worden, sind weiterhin auf dem Wege nach oben. Raritäten, die stellt man sich weg. Im Moment gibt es ja mit den Währungen so ein paar Schwierigkeiten mit Inflation. Nicht bei sowas. So kann man vielleicht gar nicht sagen, nicht bei sowas, aber nicht bei so einem Fahrzeug, hört sich besser an. Ja. Ja, hier ist das Interieur schick im Stil der End-70er Jahre, wie gesagt, von 78 bis 81 gebaut. Das Auto wurde 3 Jahre gebaut, schaut euch das mal an, wunderschön erhalten hier vorne. Alles original, alles authentisch. Mittelschaltung, 5-Gang-Getriebe, reine Sportschaltung. Und man merkt auch, wenn man den fährt, also der hat richtig Dampf mit seiner 277 PS, also knapp 300 PS geschaltet. Ist das Auto auch richtig schnell und ich meine, schaut euch mal das Design an. Ist übrigens von Bauer gebaut worden in Stuttgart, die Karosserie, und sollte von Lamborghini alles entwickelt werden. Aber die Italiener haben das alles zeitlich nicht hingekriegt. Da ist nicht mal der Prototyp richtig fertig gemacht worden. Deswegen hat man es dann nach Deutschland gegeben. Aber die Form ist legendär, finde ich. Ein M1 ist sofort wieder zu erkennen. Und ihr müsst nur gucken, dass es ein gutes Auto war. Durch die hohe Geschwindigkeit, die man mit so einem Wagen fahren konnte, hat es auch gerne mal ein paar Abflüge gegeben und der hat ja einen Gitterrohrrahmen, der Wagen. Und wenn der nicht mehr ganz in Ordnung ist, Vorsicht beim M1. Also gut untersuchen lassen bei so einem Auto. Wichtig ist, komplette Historie, gesamte Optik, Technik, das muss alles stimmen, alles Matching. Dann weiß man, dass man einen guten Wagen hat. Ja, BMW M1, das war absolut Kult, das Auto, und das ist es heute mehr und mehr geworden. Ihr kennt ja überall das M auf den BMWs, das wird ja heute überall verwendet. Das heißt eigentlich Motorsport GmbH von BMW.
Und das ist seinerzeit, hier haben wir wieder die ganz sportlichen, und das ist seinerzeit ins Leben gerufen worden. Man wollte mit dem Wagen richtig Motorsport betreiben. Das ist übernommen heute, das hat man heute übernommen in die Serienproduktion von richtig PS-starken Boliden. BMW M1 kennt jeder mit diesen zwei Farben, Rot und Blau. Damit haben sie sich ihr Image also richtig als Sportwagengesellschaft aufgebaut. Das war ja so Mitte der 70er Jahre noch nicht richtig etabliert. Der Wagen ist übrigens als Konzept seit 1972 gebaut worden, als Prototyp. Es gab damals zwei Prototypen und rausgebracht worden dann 77 und ab 78 konnte man das Auto kaufen. Aber wie gesagt, sehr, sehr teuer. Die wenigsten Leute haben sich so einen Wagen wirklich leisten wollen. Obwohl er hat richtige Sportwagenwerte. Und für Ende der 70er Jahre ist es das schnellste gewesen, was BMW überhaupt gebaut hat, was es überhaupt in Deutschland zu kaufen gab. Also ein richtig guter M1 ist heute relativ selten. Die Autos haben ganz stabile Werte. Ich kann euch mal sagen, der letzte, der versteigert wurde, es ging bis 850.000 Euro. Wir haben also auch schon Fahrzeuge verkauft zwischen 600.000 und 700.000 Euro. Und die Marktpreise für wirklich gute Autos sind absolut stabil. Das ist ein Auto, gerade heute Wertanlage. BMW hat ja einen tollen Ruf. Die haben eine super Markenpolitik gemacht. Man kann BMW genau definieren. Nicht zuletzt wegen solcher Fahrzeuge hier. Und da war eben der BMW M1 der erste, der es vorgemacht hat. Ja, 277 PS. Er hat das umgesetzt in 5,6 Sekunden auf 100. Hat einen tollen Sound. Man merkt, der Wagen ist tipptopp hier. Ich habe ihn damals aus einer Sammlung bekommen. Der Wagen ist 1995, was die Technik angeht, kurz erwähnt, bei BMW in München motormäßig mal revidiert worden. Das Auto war ja fast 30 Jahre in einem Besitz. Und mit der Laufleistung, also jetzt 23.900, ist der natürlich nicht übermäßig viel bewegt worden. So ein Triebwerk ist zwar gut, aber auch ein bisschen empfindlich, wenn der länger gestanden hat. Aber 1995, wie gesagt, bei BMW alles revidiert von Haufen Geld hier in München. Also man hat das richtige Sportwagengefühl, auch wenn man hier vorne guckt. Hier ist die Schaltkulisse, rückwärts oben links, und der erste ist bei vielen Sportfahrzeugen, unten links ist der erste Gang. Und er hat damals, zwar gab es nicht viel, sogar ein Fünfganggetriebe, deswegen war der Wagen auch so schnell. Und der Verbrauch ist gar nicht so hoch beim M1, verbraucht so 12 bis 14 Liter, das geht eigentlich. Ist ja wie gesagt ein Sechszylindermotor mit richtig Dampf und Turbo aufgeladen. Also wenn dann so die Formel-1-Fahrer damit unterwegs waren, hat er bis zu 1000 PS gehabt. Das nennt man Procar. Also so eine Maschine geht richtig los hier. Also das hier ist wirklich ein reinrassiger Sportwagen, wirklich ein super Sportwagen. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, wo ich drin sitze, würde ich meinen, das ist ein Auto aus den 90er. Der geht richtig los. Die 5,7 von 0 bis 100 macht er auf jeden Fall. Und wer es weiß, also der lief ja damals 20 Sekunden bis 200. Das war für 1982, 81 richtig eine gute Zeit und ist erst abgelöst worden vom Porsche Turbo 1983, wenn er eine WTL-Ausstattung hatte. Also bis zu dem Zeitpunkt war der BMW der erste M praktisch, das ist er hier, das Beste, was man sich kaufen konnte. Aber zu der Zeit damals, wie gesagt, Misserfolg, deshalb nur 450 Autos. Wenn ihr euch mal anschaut, es gibt ja einen ganz legendären BMW, das ist der BMW 507. Da ist die Hälfte gebaut worden, also 250 Fahrzeuge. Und so ein Wagen kostet heute 2 Millionen und einen Tick mehr. Und deswegen, das Auto hier geht noch nach oben, weil den könnt ihr auf die Rennstrecke nehmen, den könnt ihr richtig fahren. Ein Procar kostet heute schon ein Vermögen. Procar ist praktisch die Rennausführung gewesen. Da sind sie auch nachher, wie heißt das, das Rennen hier, nicht Monte Carlo, Monaco, nee, wie heißt das da hier? Le Mans, jetzt habe ich es, Le Mans. Bei Le Mans mitgefahren und die waren auch richtig weit vorne mit dem Wagen. Interessant ist, dass er hat da praktisch schon das Mittelmotorkonzept, weil die Maschine ist direkt hier hinter. Ich habe da hinten überhaupt keinen Platz mehr. Also man kann wirklich nur zu zweit fahren. Und ich spüre das hier, der fährt sich wie ein Go-Kart, der klebt auf der Straße.
Und das hat damit zu tun, dass der Wagen eine optimale Gewichtsverteilung hat. Da sind 45% des Gewichts vorne auf der Achse und 55% hinten. Er hat einen tollen Sound, was? Boah, der brüllt richtig los. Ja, ein M1 ist wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent auf der Straße. Ich will ja gerne mal, wir müssen das mal machen, mal eine richtige Autobahnfahrt, da müssen wir beide mal früh aufstehen. Aber sonst ist ja nicht leer bei uns auf der Autobahn. Aber der lief hier fast 270 Stundenkilometer und das war mit 277 PS natürlich echt eine Leistung. Das hat aber wohl damit zu tun, weil er auch so flach ist. Denn das Gewicht von dem Auto ist relativ hoch. Der wiegt 1,3 Tonnen, also 1300 Kilo und das ist nicht wenig. Interessant bei dem Wagen, der ist im Interieur top gepflegt. Das Auto hat wirklich einen super Pflegezustand. Alles noch original, da ist nichts kaputt dran. Ja, der M1 kann was, da muss man wirklich sagen. Wir haben ja diese schönen kurvigen Straßen. Also der Wagen klebt, merkst du, wie der klebt? Boah, fährt er echt klasse, das Teil. Ja, und deswegen M1 BMW Motorsport GmbH, also diese Entscheidung 1978, das so zu nennen und so zu machen, die war goldrichtig. Ja, wir haben heute allerbestes Wetter hier und dann macht das natürlich einen Riesenspaß mit zum Auto zu fahren. Ist auch gut, wir haben die Fenster runter und es zieht nicht, finde ich also ganz toll. Ich hatte ja Sorge gehabt, dass das richtig heiß wird im Auto. Nein, ist nicht der Fall. Ja, also wie der abzieht, hier kommen wir hier. Tolle M-Maschine, also der hat richtig Dampf. Also die Fahrleistung finde ich klasse. Und was ich sagen muss, also es begeistert mich, den zu fahren. Das macht Spaß, das Auto zu fahren. Das hat ja BMW immer gesagt, die sagen ja Freude am Fahren. Das kennt ihr bestimmt. Kommt sicherlich daher, weil Freude am Fahren hat man. Und ihr wisst ja, bei Cargold gibt es Freude am Auto. Und an dem Auto haben wir wirklich Freude, absolut. Und das Schöne bei dem Wagen ist, der ist nicht runtergeritten oder verkommen. Kilometer sind echt, das ist dokumentiert, nur 23.900. Dann ist er technisch schon im Top-Zustand. Die Historie ist komplett nachvollziehbar und hat Matching Numbers und Matching Colors. Matching Numbers heißt, dass das Auto immer noch sich im Auslieferungszustand befindet, was Motor, Getriebe und so weiter angeht. Da ist nichts dran gemacht worden an dem Auto, spricht für eine hervorragende Pflege und der ist damals so zur Welt gekommen. Es gibt da viele von den Autos auch in Weiß. Das finde ich persönlich nicht ganz so schön. Also ich finde, am besten sieht er in Orange aus. Ja, das hier ist BMWs Technologieträger der 70er Jahre. Wie gesagt, mit super Daten, mit super Werten. Und das Besondere an diesem M1 ist, der ist wirklich hervorragend gepflegt. Ich kenne das Auto schon länger, ich kenne auch den Vorvorbesitzer sehr gut. Der hatte nur Top-Autos in seiner Sammlung. Und wenn man ihn fährt hier, man merkt, dass hier technisch alles optimiert ist. Da ist nichts ausgeschlagen, die Bremsen funktionieren super, die haben eine super Verzögerung und man kann das Auto wirklich richtig scharf fahren. Und sich in so einem M1 zu bewegen, das ist ja voll Kult, finde ich. Also so ein Auto siehst du gar nicht auf der Straße heute. Also was mich so begeistert, ist die Straßenlage von dem Auto. Er klebt ja förmlich und er hat auch einen Power. Oh, wie der abgeht doch. Geiles Auto, echt. Super gute Bremsen übrigens auch. Es ist unglaublich, was sich da getan hat zwischen den 60er und den 70er Jahren. Ein Riesensprung und ich glaube gerne, dass zu dem Bauzeit, also war so 1978 bis 80, war das sportlichste und das beste Fahrzeug. Also das ist wieder mein echtes Cargold-Auto. Ich spüre, dass der technisch sich hervorragend im Zustand befindet. Der fährt wie ein Jahreswagen. Wenn man denkt, dass das Auto fast 45 Jahre alt ist, macht total Spaß. Also das hier, es gibt ja diese ganzen Super Porsche heute, da fahre ich lieber sowas. Da fahre ich einen Wagen, den siehst du auf der Straße gar nicht mehr.
Und der hat ja fast die gleichen Werte heute wie ein GT3 RS, vielleicht nicht ganz, aber der Fahrspaß ist besser mit dem Auto hier. Also mir geht das jedenfalls so. Wir haben die ja alle schon gefahren, wir kennen ja die Autos, aber das Ding läuft klasse hier. Der macht eine riesen Laune. Hat übrigens natürlich keine Servolenkung. Also man muss auch beherzt zupacken, aber er reagiert sofort. Hat eine ganz direkte Lenkung, hat tolle Bremsen. Toller Sound, was? Geiles Ding. Tolles Auto. Ist hinten noch dran, du hast Angst, dass das wegfliegt. Ja, sehe ich ja. Angst, oder mein Kollege Paul hat Angst, dass es die Kamera hinten wegfliegt. Wir probieren heute gerade mal was Neues. Da haben wir natürlich für die Kamera jetzt gleich richtig die harte Prüfung hier. Aber er fährt, das macht eine Laune, du. Ein super Auto, echt. Tolle Straßenlage, was? Er klebt ja richtig an der Straße. Geil, echt. Wow. Das gemerkt eben. Ja. Toll, ja? Also wir machen ja viele Probefahrten, aber das Ding ist echt klasse hier. Kann ich nicht anders sagen. Da macht Autofahren richtig Spaß. Und darum geht es ja. Es wird ja heute nur noch ein Fortbewegungsmittel diskutiert, nichts anderes. Aber das hier, das macht Spaß, sowas bewegen. Das ist auch ein Großteil unseres Lebens, Freude an so einem Wagen zu haben. Und das hat man mit dem 100%ig. Also ein M1 kann wirklich was. Ja, den kann man so richtig fliegen lassen. Natürlich super Wetter, trockene Straßen, schönstes Wetter, guckt euch das an hier. Also M1 kann ich wirklich nur empfehlen. Ich meine, so ein Auto gibt es natürlich nicht für 100.000 Euro. Ich habe euch ja vorhin gesagt, die teuersten sind für 800 weggegangen. Ich habe auch schon 2 oder 3 verkauft für knapp 700. Das wird bezahlt und die Autos haben wir nie lange stehen gehabt. Die sind immer schnell weggegangen. Aber macht ja eine Laune mit dem Ding, was? Macht ja eine Laune, mit dem Auto hier zu fahren. Wow. Geil. Hast du das gemerkt? Ja, vom letzten Regen. Wir haben die letzte Zeit so ganz fürchterliche Regengüsse gehabt hier. Was mache ich denn da jetzt? So, ne? So schön vorsichtig sein. Das Auto ist ja für Feldwege nicht gebaut. Gab aber ein Rallye-Auto. Ja, aber ich meine, der Wagen ist so gut im Zustand hier. Da möchte ich also wirklich nicht riskieren, dass irgendwas drankommt. Weil das ist auch was für eine Sammlung, das Auto. Weil er einfach so gut ist. Da ist immer alles gemacht worden. Und auch der Besitzer, der ihn jetzt hatte, kenne ich auch gut, hat auch nochmal das Auto optimiert. Also der Wagen war immer in Händen, wo die Eigentümer darauf geachtet haben, dass er top im Zustand bleibt. Und das ist er hier auch. Ne? Fahren wir da vorne zum Baum. Jo. So, also Jungs, ich zeige euch noch mal so ein bisschen was hier. Seinerzeit das entsprechende zeitgenössische Radio, Becker Mexiko, war das Beste, was es gab, mit Kassette damals sogar. Da gab es ja noch Kassetten. Hier vorne ist der Heizungsbereich, Zigarettenanzünder selbst in so einem Auto. Das wird man, glaube ich, heute nicht mehr machen. Dann seht ihr hier vorne die Armaturen, die gehen bis 280. Und ich sage euch mal, das läuft ja auch tatsächlich. Unglaublich. Da hat er hier Temperaturanzeige hier vorne. Dann hat er hier Drehzahl, der dreht sehr hoch, das habe ich gemerkt, aber es ist ein total drehfreudiges Triebwerk, hat man gespürt eben. Hier Tank, er hat 2 Tanks A58 Liter, das heißt 110 Liter. Und wenn man den jetzt nicht nur Vollgas fährt und richtig drauf tritt, hat er eine ziemlich hohe Reichweite. Hier vorne Öldruck und hier unten Öltemperatur.
Hier vorne M angedeutet, das Lenkrad, das ist auch noch das Originale, ist auch gepflegt. Hier vorne Leder, das ist alles in einem guten Zustand. Wenn ich mir die Ferraris der damaligen Zeit angucke, die kennen wir ja auch, Dino und solche Sachen, die hatten längst nicht so eine gute Verarbeitung, wie damals BMW hier gebracht hat. Auto ist sehr, sehr gut verarbeitet und da der immer gepflegt wurde hier, ist das alles noch gut original vorhanden. Also was ihr hier seht hier, Originalstoff, alles original, da ist überhaupt nichts verbessert worden. Dann haben wir hier vorne elektrische Fensterheber. Da haben wir die Schaltkulisse für das Auto. Oben links ist Rückwärtsgang. Und dann unten, also den ersten Gang wie für Rennfahrzeuge üblich. Ja, was haben wir denn noch hier? Ja, Heckscheibe, so ein Zeug brauchen wir nicht. Nebel, okay. Das hier ist, wenn man Not an Mann ist. Ja, das wäre es. Hier hat man ein Ablagefach hier vorne. Das Auto ist direkt hinter uns zu Ende. Also da, wo die Köpfe sind, ist Ende. Und ich kann nicht noch was sagen. Ich habe so ein Auto mal an jemanden verkauft, der 2 Meter groß war. Den haben wir dann wieder bekommen, weil der findet keinen Platz in dem Auto. Also wer hier über 2 Meter ist, bitte nicht anrufen. Der kann hier nicht Platz nehmen. Es sei denn, er sagt, ich möchte eine Geldanlage haben, möchte das Auto sammeln. Dann geht das natürlich. Fahren ist mal am besten mit 1,85. So bin ich auch. Guck mal, ich habe gut Platz hier. Füße sind lang vorne, man kann auch, wenn man das bisschen nach vorne rutscht, die Lehne nach hinten drehen. Denn wenn man die Lehne zu weit vorne hat, dann geht man oben ans Dach. Ist übrigens auch hier nett hier mit diesem Muster. Ist auch alles original, wie ihr sehen könnt. Auch hier alles gepflegt. Ne? Das ist ab. So, jetzt ist wieder dran. Also wirklich ein toller Wagen. Super Zustand, alles authentisch gelassen. Und orange ist er auch ausgeliefert worden. Creme 21, vielleicht kennt ihr das noch. Ich habe mal hier gerade unter dem schönen Walnussbaum Platz genommen bei uns. Hier sind sämtliche Betriebsanleitungen, Garantiehefte, Radio. Das ist alles dabei, Original M1 Betriebsanleitung. Die hole ich euch mal raus, weil die sieht man ja auch nicht jeden Tag, weil die ist schön original. Guck mal hier, so hat das BMW 1978 gemacht mit Fahrgestellnummer. Also es ist alles da, alles im guten Zustand. Da ist jedes Detail erklärt, noch viel besser, als ich das eben gemacht habe. Wie gesagt, alles da, ist alles fein säuberlich gepflegt hier in der Akte. Ja, hier die Rechnung, hier ist alles, was gemacht wurde bei dem Auto, relativ dick hier. Das ist wohl die Motorüberholung. Naja, Betriebsanleitung nochmal kopiert. Also ein äußerst gepflegtes Auto mit allen Dokumenten. So, jetzt erkläre ich auch noch mal so ein paar Details zu dem M1. Jetzt schaut mal hier. Er hat ja hinten seine Maschine drin. Jetzt ist hier, ähnlich wie beim Ferrari auch, so geht der Deckel auf. Das ist alles Deckel, dieses Riesenteil hier. Jetzt schaut mal da rein, da vorne ist die Maschine, wie gesagt, überholt in 1995 mit Beleg, aber alles super gepflegt hier. Ein ganz, ganz sauberes Auto. Das ist praktisch die 635 CSI Maschine, noch ein bisschen aufgepeppt mit 277 PS und 113.000 Mark. Das war damals richtig viel Geld, was dieser Wagen gekostet hat. Und wie gesagt, es gibt nur 453 Stück davon. Da ist bestimmt ein Drittel kaputt gefahren und dieser hier ist in einem ganz, ganz tollen Zustand. Also ich sag mal, toller Wagen. Ist auch sofort zu erkennen. Ein Z8 ist ein Auto, was man sofort wiedererkennt. M1, Entschuldigung. Z8 kommen wir gleich zu, der ist uns gerade gebracht worden. Ja, super Fahrzeug, Reifen gemacht. Die Originalfelgen haben wir hier drauf. Die sind ja auch absolut charakteristisch. Die waren ja damals absolut kultig für die Zeit, super modern. Weil ihr wisst ja, vorher waren die 60er Jahre im Jahr Autos wirklich noch anders ausgesehen. Das war also zu der Zeit 1978 ein Riesenwurf. Weshalb das nicht erfolgreicher ist, wenn man den so toll fahren kann, das ist mir vollkommen unverständlich, ehrlich gesagt. Aber umso erfolgreicher ist das Auto heute. Ja, in der bayerischen Landschaft, hier gehört aber hier, BMW heißt er nun, Bayerische Motorenwerke. Ihr wisst ja wahrscheinlich, was das BMW-Logo bedeutet. Das ist weiß-blau, das sind die bayerischen Farben. Und das ist eigentlich hier ein sich drehender Propeller, das ist das BMW-Logo. Und mit dem Auto haben sie also wirklich ihrem Namen alle Ehre gemacht. Und daher kann man hier oben auch sehen, M1, die Motorsport GmbH. Damit verkaufen die heute Hunderttausende von Autos. Und der Großvater oder das erste Auto von der Motorsport GmbH ist unser M1. Ist das Auto hier, 450 gebaut, super schöner Zustand bei dem Auto. Vorne könnt ihr sehen, die Klappscheinwerfer. Und dann in dieser tollen Farbe. Also wirklich. Und er fährt ja gut, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Also ich bin ja wirklich begeistert, wie das Auto läuft. Ist ja unglaublich, ne? Und ich finde ihn vom Fahren her spannender als modernen Porsche, oder? Ja. Sehe ich das falsch? Ja.
Die Gewichtsverteilung. Das ist ja rassig, wie der liegt. Ja. Also wir kennen das von 246 GT Dino. Der liegt ja ähnlich, aber konnte damit gar nicht vergleichen. Der geht ja richtig giftig los hier. Und dann dieser tolle Sounds. Auto ist rund. So finde ich das. Obwohl der total kantig ist, aber das Auto ist für mich rund vom Konzept. Tja, was kann ich euch noch erzählen? Also ich kann euch erzählen, dass das ein Auto ist, was mir wirklich total Spaß macht zum Fahren. Und Paul sagte mir eben auch, das ist einer der bestfahrensten Autos überhaupt. Also wenn man Spaß hat am Autofahren und gerne schaltet und toll hochbeschleunigt, einen kernigen Sound spüren möchte, den Motor spürt, also da ist das Auto wirklich optimal. Und der hat hier eine Leistung, also vom Leistungsgefühl würde ich eher sagen, der hat 450 PS als 277. Ne? Tja. Auf die Dauer hilft nur Power, mein alter Spruch. Und da ist wirklich was dran. Also mir ist nicht ganz klar, wie man Elektromotor bauen will in einem Auto, was dann so einen Spaß hier vermittelt. Also ich meine, wenn es um den reinen Transport geht, da sollen sich die Leute meinetwegen Elektro bauen und sollen sie in Elektrobusse setzen oder was weiß ich. Aber Spaß zu haben, Motorsport zu betreiben, da muss ein Motor rein. Das Ding muss man hören, das muss man spüren. Das ist Begeisterung, das ist Faszination. Also mit Elektro, ich weiß auch nicht, was mich da fasziniert, aber naja. Das meine ich. So, ein letztes Mal nochmal hochjubel. Kommt wieder Golf da von vorne. Ja, schade, ne? Naja. Ja, Beuerberg kommt in Sicht und wir haben eben gerade, ist ganz interessant, BMW hat ja so 3 spektakuläre Autos gebaut. Das war der BMW 507, dann dieser M1 und dann gab es einen BMW Z8. Und wir haben eben gerade einen Z8 angeliefert bekommen. Wir haben gesagt, jetzt drehen wir praktisch durch und fahren die mal direkt zusammen. Der müsste bei uns jetzt auf dem Hof stehen. Der hat diese schöne, seltene Farbe Blau Metallic. Also der Wert beim Z8 hängt auch ganz stark an der Farbe und Blau ist ganz, ganz selten. Da vorne steht er. Das ist auch mal ein Highlight, dass man 2 legendäre BMWs nebeneinander sieht. Den werden wir jetzt gleich als nächstes bringen. Da ist gerade noch der Kompressor Mercedes gefahren worden. Bei uns ist wieder einiges los heute Morgen. Tja, da ist er, der Z8 aus erster Hand, was ich total gut finde. Ich mache mal aus hier. Ersthandautos gibt es nicht so viele. Und in Blau sind nur 300 Autos gebaut worden. Es gibt ja vom Z8 insgesamt 5000 Wagen. Und das ist einer von 300 in dieser Farbe aus erster deutscher Hand wohlgemerkt. Ich steige mal aus. Auch legendär, 5000 Autos gebaut. Ich meine, das müsst ihr euch mal überlegen. Davon gibt es nur ein Zehntel, also 10%. Dementsprechend ist die Wertentwicklung. Und so ein Auto kostet heute auch schon über 200.000 €, weil das einfach in eine gute Sammlung gehört. Aber Highlight ist natürlich M1. Und der hier hat ja auch eine M-Maschine. Hat ja eine M-Maschine mit 400 PS, aber da ich weiß, wie beide fahren, der hier ist schärfer, obwohl er nur 277 PS hat. Der geht ganz anders zur Sache. Also, jetzt geht's weiter und wir machen jetzt unseren blauen BMW Z8.